Mein heutiger Gast ist Rechtsanwalt und besonders aktiv im nationalen und internationalen Steuerrecht. Er ist zudem Verwaltungsratspräsident der SMZH. Herzlich willkommen, Thomas Kaufmann. Danke vielmals. Ja, ich freue mich, dass ich da dabei sein darf. Du bist seit 2019 im VR von der SMZH, seit 2023 Verwaltungsratspräsident. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo die SMZH komplett angefangen hat, sich umzubauen und auf Wachstumskurs geschaltet hat. Was hat dich dazu mal überzeugt, das Mandat anzunehmen? Das liegt natürlich sehr stark auch bei der Person vom GSIM. Wir haben uns vorher schon gekannt und Ende 2018 sind wir beide aus unserem gewohnten Berufsumfeld austreten, auch von der Bank und ich von einer grossen Treuhand- und Revisionsgesellschaft und haben uns selbstständig gemacht. Und dann ist er auf mich zugekommen, ob ich das Mandat dort würde übernehmen. Und ich habe natürlich das gerne gemacht, weil ich auch den GSIM gut gekannt habe. Und ja, eine neue Herausforderung, ein sehr spannendes, innovatives Umfeld, auch mit sehr kurzen Entscheidungswegen, was wir ja vorher in diesen grossen Unternehmen nicht hatten. Und sehr viel versprechen. Und ich mache das sehr gerne und ja, freue mich. Ich habe es erwähnt, du bist Anwalt, aber besonders aktiv im Steuerrecht. Du strukturierst unter anderem nationale und internationale Unternehmensgruppen. Aber ich weiss, dass du auch ganz ein besonderes Augenmerk auf die Unternehmerinnen hast. Auch Privatperson, die dahinter steckt. Mit den spezifischen rechtlichen und steuerlichen Belangen nehme ich mal an. Warum sind die Privatpersonen genauso wichtig wie das Unternehmen selber? Ja, das sind ja die Personen, die hinter dem Unternehmen stehen, die es eigentlich tragen. Oder? Und wenn wir so Unternehmen beraten wollen, müssen wir das ganzheitlich machen. Also auch die Personen hinten dran. Und auch ein Unternehmen hat einen Lebenszyklus, oder? Und verändert sich. Vielleicht auch mit dem Unternehmer. Und vielleicht gibt es irgendwann eine Nachfolgelösung, vielleicht kommen Kinder rein. Also, wir müssen dort stetig am Ball sein. Es ist wirklich vergleichbar mit dem persönlichen Leben und das unterscheidet sich nicht so groß. Und wenn wir das Unternehmen optimal beraten wollen, müssen wir auch immer den Fokus haben auf Personen, die dahinter stehen. Also der Unternehmer, die Unternehmerin selber. Du schaust es also als Gesamtheit an. Genau. Welcher Aspekt vom Steuerrecht wird deiner Meinung gerade in diesem Zusammenhang in der Praxis zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt, wenn man Privatpersonen und Unternehmen anschaut? Ich glaube, aber es geht jetzt wieder ein bisschen ums Leben, um den Zyklus. Ich glaube, man schaut zu wenig auf Planungssicherheit und auf Flexibilität. Also die Welt um uns herum verändert sich immer und wir auch und das Unternehmen auch. Wir stehen immer vor neuen Herausforderungen. Wir müssen also immer vorausplanen, aber auch immer bereit sein, wieder die Planung wieder neu zu überdenken und neu anzugehen. Und wir müssen auf jeden Fall flexibel genug sein, damit wir keine Strukturen betonieren, wo wir nur mit Schwierigkeiten oder auch mit erhöhten Kosten wieder weitergehen können. Und wieder aufbrechen, genau. In dem Sinn. Es ist die SMZH sehr breit aufgestellt. Wir beraten Kunden von Vorsorge, Versicherung, Finanzen und Anlagen, Immobilien, Hypothek, Steuern und Recht für eine umfassende 360-Grad-Lösung. Jetzt gerade beim Aspekt Recht. Warum bin ich als Kunde nicht besser beraten, eine Anwaltskanzlei zu konsultieren? Oder wieso bin ich bei der SMZH genau an der richtigen Stelle, auch mit diesen Themen? Gut, wir können natürlich die finanzielle Situation und Verhältnisse von unseren Kunden und auch ihre Bedürfnisse und können durch das eben wirklich maßgeschneiderte Lösungen auch rechtlich nachher das Ganze umfassend abdecken schaffen. Und das ist relativ zentral. Du kannst natürlich schon zu einem Dritten gehen, aber der muss sich die Informationen auch zuerst wieder zusammensuchen und muss sich einfühlen in die Person. Und wir haben sie vielleicht schon über Jahre begleitet. Und durch die Nähe zum Kunden können wir natürlich viel spezifischer und gezielter eigentlich und auf einen Punkt beraten. Gibt es denn im Durchschnittsschweizer ein rechtliches Thema, wo irgendwie niemand daran denkt, aber eigentlich jeder daran denken sollte? Also, niemand daran denkt, das weiss ich jetzt nicht. Ich würde sicher, was wirklich wichtig ist im rechtlichen Bereich ist, und es wird immer wichtiger, wir haben
eine Transplantationsgesetzgebung, die sich geändert hat, also ein Vorsorgeauftrag. Du musst mal schauen, was passiert mit mir, wenn ich nicht mehr selber entscheiden kann, was passiert mit meinem Vermögen, wer soll über das entscheiden und vor allem in meinem Sinn. Das wäre das eine. Und das Zweite ist, das Testament, das sagt sich so leicht, jeder weiss, ja, ich sollte, aber ich habe noch nie gemacht. Es ist auch einfach, Eigenschriften, kannst du es verfassen, kannst du es jederzeit wieder ändern, brauchst niemanden dazu. Aber es ist sehr wichtig und deine Lebensumstände ändern sich eben auch. Du hast vielleicht den Heirat, dann kommen Kinder, dann hast du eine Immobilie, du hast andere Bedürfnisse, andere Wünsche, was mit deinem Vermögen soll passieren. Also musst du das immer wieder überprüfen und immer wieder anpassen. Also es ist nicht etwas, was du einmal machst, mit 18 und jetzt habe ich es gemacht, abgehakt, sondern es ist immer etwas, was man wieder anschauen muss. Und dem sehr zentral. Also das heisst, dein Tipp, Vorsorgeauftrag und Testament, das sind 2 Sachen, die sich wirklich jeder mal mit auseinandersetzen sollte. Solltest du wirklich und solltest es eben immer wieder, du gehst auch immer wieder zum Arzt und machst vielleicht irgendeine Voruntersuchung, sicher mit zunehmendem Alter. Und wieso machst du das nicht im rechtlichen Bereich? Absolut. Du engagierst dich aber nicht nur für etablierte Unternehmen, sondern du hast auch speziell für junge Unternehmerinnen und Gründer eine Passion. Du bist nämlich Startup- oder Special Coach bei InnoSwiss. Mit welchen Anliegen kommen jetzt gerade Startups am häufigsten auf dich zu? Es kommt auch darauf an, in welchem Zeitzyklus die sich befinden, in welchem Lebensabschnitt von der Unternehmung oder was sie da machen. Wenn sie natürlich anfangen, geht es meistens um Gründer. Wie tun die sich organisieren? Wie tun die ihre Stimmverhältnisse untereinander regeln? Was passiert, wenn einer aussteigt und was passiert, wenn einer dazukommt? Das wäre vielleicht der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dann geht es weiter mit der Unternehmung. Sie wächst, sie braucht Leute, also sie hat Angestellte und dann kommen wir plötzlich natürlich in die Arbeitsverträge rein. Wie stellen wir die Leute an? Was bringen wir denen für Benefits? Wie können wir versuchen, dass wir die beim Unternehmen behalten? Also jetzt eine Art von Mitarbeiterbeteiligung. Später oder vielleicht gleichzeitig kommen Investoren dazu. Wie muss man die behandeln? Wie tut man die eingliedern? Was haben die für Bedürfnisse? Und die sind manchmal völlig diametral. Wenn irgendwie noch wenig Geld, aber viel Power im Unternehmen, muss man das versuchen irgendwie zu regeln. Und nachher natürlich, nachher geht es weiter. Hast du das Unternehmen, das läuft? Wie strukturieren wir das? Wie machen wir eine Expansion? Machen wir eine Tochtergesellschaft? Also du bist wirklich sehr nah an den strategischen Themen dran in diesem Fall. Ja, und du versuchst sie natürlich auch immer so ein bisschen zu begleiten, im Sinne von, hey, es ist für euch vielleicht nicht wichtig, für euch ist euch ein Reagenzglas wichtig oder euer Computer, euer Source Code und alles. Aber passt auf, es gibt eine Welt rundherum. Wir leben in einer geregelten Welt und wenn ihr nicht irgendwo anstehen oder Probleme bekommen mit der Struktur, dann müsst ihr es jetzt angehen. Und nicht, wenn es zu spät ist, oder? Wenn ihr mal den Weg gewählt habt und eben, ihr habt ihn zubetoniert, wie ich vorher gesagt habe, mit dem Unternehmer, dann wird es einfach schwierig. Also früh genug das Ganze anschauen und wirklich, es ist ein ongoing process, die Leute durch uns begleiten. Von Gründern und Jungunternehmen höre ich sehr häufig, dass sie, wenn es ums Thema Steuerberatung und Optimierung geht, nicht so interessiert sind mit dem Argument, sie haben ja noch keinen Gewinn, sie machen noch keinen Gewinn, darum sagt das kein Thema für sie. Was sagst du zu dieser Haltung? Gut, zuerst mal, das ist einfach Blödsinn. Zweitens, man könnte ja Verluste planen. Wenn man Verluste hat, bei uns verfallen die innerhalb von 7 Jahren. Und wenn sie nicht braucht, sind sie weg. Also können wir dort irgendwie etwas machen. Und nein, eben die Strukturen von Anfang an die Sache richtig machen und flexibel genug, damit man auf veränderte Umstände eingehen kann, ist extrem wichtig. Gerade in so einer Welt, man hat ja bei Startups sind meistens im Tech- oder im Biotech-Bereich, oder? Die Entwicklung ist rasant. Oder? Und da muss man immer wieder anpassen und schrauben und dort das richtige Gefäß zu finden oder die richtige Struktur brauchst du eigentlich von Anfang an. Also auch dort, Steuern ist in dem Sinne keine Momentaufnahme, sondern auch ein Stück weit planbar und auch strategisch irgendwo beeinflussbar.
es ist wirklich strategisch und wir versuchen ja den Moment eigentlich vorwegzunehmen, wenn eben die Unternehmung mal in eine Gewinnzone kommt oder möglichst gut aufgestellt ist. Es gibt ja schon, nur schon bei der Finanzierung gibt es gewisse Friktionen, oder? Man müsste das auch, Compliance ist heute natürlich auch sehr wichtig und das heisst nicht nur Steuererklärung, sondern es gibt Verrechnungspreisrichtlinien zwischen verbundenen Unternehmen, wie die Preise zu gestalten sind und wenn du dort etwas falsch machst, dann hängst du einfach und dann kommt dich das sehr teuer, ob du es zu Gewinn machst oder nicht. Es holt dich irgendwann ein. Ja. Wir kommen schon ans Ende des Gesprächs, Thomas. Ich habe aber eine abschliessende Frage. Jetzt angenommen, du darfst wirklich nur einen einzigen Steuertipp geben. Welcher wäre das? Also sehr schwierig, aber probieren wir es. Es ist vielleicht auch kein Steuertipp. Ja, steuer dein Leben und lass dich nicht von den Steuern steuern. Das bin ich so. Das ist sehr schön gesagt. Weil, vielleicht muss ich noch etwas sagen. Die Steuern verändern sich schnell, oder? Die ganze Umwelt. Und wir haben auch nicht nur nationale Einflüsse, das ist die Hauptdynamikquelle vom Staat. Es hat auch ausländische Regulierungen, die in die Schweiz hineingreifen. Und ich kann nicht einfach einen Steuertipp geben, ganz konkret, weil in 2 Jahren ist er wieder obsolet. Ich sehe, auch da hast du wieder ein ganzheitliches Denken. Danke, Thomas, für den Einblick. Schön, bist du da gewesen. Dankeschön, Melanie. Merci vielmals.